wenn man ganz schnell 2 Weihnachtskarten malt. Also zum einen nehmt ihr jetzt erstmal einen Deckel oder ein Glas, irgendwas Rundes, was auf euer Papier passt, zeichnet es leicht mit Bleistift an. Dann nehmt ihr mit viel Wasser die Weihnachtsfarben auf. Grün, dunkelgrün, hellgrün. Ihr müsst jetzt nicht so ganz genau diesen Kreis nachzeichnen. Ein bisschen rot, hellgrün, auch ein bisschen gelb. Und immer mit viel Wasser aufnehmen, dass wir diesen Loose-Effekt bekommen. Jetzt nehme ich ein bisschen Rot an 3 Stellen. Ihr könnt das machen ganz individuell, wie ihr das möchtet. Jetzt gehe ich da noch mit ein bisschen Wasser drüber, klarem Wasser. Dann lasst ihr das trocknen. Das habe ich jetzt rausgeschnitten, die Trocknungszeit. Jetzt malt ihr einfach Blätter. Also mit der Spitze auf das Papier und dann den Pinsel flach drücken. Das sind die einfachsten Blätter. Ihr könnt natürlich auch diese Blätter von diesem Stechapfel malen. Dazu habe ich noch ein Video. Könnt ihr euch, oder ich verlinke das in der Beschreibung. Aber diese Blätter sind am einfachsten. Jetzt ein bisschen so Fichte, einfach nur 3, damit ihr den Hauptteil habt, wo die hingehören. Und dann nehmt ihr einfach, das war jetzt ein etwas dunkleres Braun mit auch mehr Pigmenten, nicht so viel Wasser. Und jetzt wieder mit dem Grün, mit dem gleichen Grün, mit ein bisschen mehr Wasser einfach nur Linien rausziehen. Das muss jetzt auch nicht so ordentlich sein. Wir deuten das ja einfach nur an. Und da könnt ihr auch verschiedene Grünfarben nehmen. Hell, dunkel, ein bisschen mit Braun mischen, das Grün, damit es so ein bisschen gedämpfter wirkt. Oder auch mit Gelb ein Grün mischen, damit es so ein bisschen heller und freundlicher ist. Ich nehme hier dazu einen Zweierpinsel. Also ihr könnt da eigentlich jeden Pinsel nehmen, der eine gute Spitze hat. Jetzt nehme ich ein bisschen Rot auf, mit viel Pigment, mit wenig Wasser. Und dann macht ihr einfach kleine Kreise. Die müssen jetzt auch nicht ganz genau rund sein. Und wichtig ist halt, dass ihr da oben so eine kleine Spiegelung drin lasst. Das macht das so ein bisschen verspielter. Ihr könnt da 3 oder 5 oder wie ihr möchtet. Ich nehme die immer so im Dreierpack. Und da mit den Rotfarben auch so ein bisschen Braun mit rein oder auch ein bisschen mehr Wasser, damit das Rot ein bisschen heller wird. Diese Beeren sind ja auch recht unterschiedlich in den Farben. Also ich versuche hier jetzt, habe hier gerade versucht, die Balance zu finden.
könnt da auch über die Blätter drüber malen. Wenn ihr dann ein bisschen dunkleres Rot nimmt, das deckt das ganz gut ab. Und jetzt nochmal mit einem helleren Grün, nur um so eine Variation da reinzubekommen, nochmal ein paar Blätter malen. Also das war mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Jetzt könnt ihr mit der Farbe, mit dem Pinsel so ein bisschen drauf sprenkeln. Das macht das alles so ein bisschen verspielter. Und dann nehmt ihr einfach die Farben, die ihr benutzt habt in dem Design. Also ich nehme da jetzt das ganz normale Rot, das Winsor Newton klassische Rot und das Hell- und das Dunkelgrün. So, jetzt habe ich das auch wieder trocknen lassen und habe mir eine goldene Aquarellfarbe geholt. Da mache ich jetzt einfach nur so kleine Pünktchen, immer im Dreierpack. Das ist ganz schön, wenn man das so ins Licht hält, wenn sich das so ein bisschen spiegelt. Also für Weihnachten finde ich dieses Gold immer sehr schön. Ich male da jetzt auch so kleine Kugeln drauf. Kleine goldene Kugeln. Also ich fange jetzt klein an. Da, wo so ein bisschen so leere Stellen sind. Man könnte auch so ein goldenes Band noch drumherum malen. Jetzt mache ich die ein bisschen größer. Und man könnte jetzt in der Mitte jetzt auch noch was reinschreiben, frohes Fest oder fröhliche Weihnachten. Wer schön schreiben kann und dieses Lettering beherrscht, das ist eine schöne Sache. Oder einfach nur einen Namen. Man könnte das auch als Geschenkanhänger benutzen und den Namen reinschreiben. So, das ist jetzt die nächste Karte, das ist der Schneemann. Da fange ich an mit dem Hut. Also der ist auch ganz einfach zu zeichnen und dann den Kopf, das Mittelteil. Also dieser Schneemann ist wirklich ganz, ganz einfach. Das untere Teil und 2 Äste für die Arme. Den Hut mache ich rot. Du fängst an und nimmst viel Pigment mit viel Wasser und machst erstmal die Umrisse. Also bei mir kommt jetzt das Licht, habe ich mir jetzt ausgedacht, von der linken Seite. Und da fange ich an rechts mit den Farben und habe wirklich viel Pigment genommen und dann nur klares Wasser und habe das so ein bisschen verlaufen lassen, damit es auch diesen Aquarelleffekt erhält. Und jetzt gehe ich da noch habe ich Rot mit ein bisschen Braun vermischt und mache das noch ein bisschen dunkler. Jetzt nehme ich ein Minimal Blau mit ein bisschen Grau, also Payne's Gray nennt sich das, und mit ganz, ganz viel Wasser vermischen und einfach nur so ein bisschen den Schatten andeuten. Und dann mit klarem Wasser so ein bisschen verwischen, damit es da keine Linien gibt.
außer natürlich, wo dieser Schatten hin soll. Und du musst auch aufpassen, dass du mit deiner Farbe nicht über diese Bleistiftlinien gehst, weil ich die im Nachhinein dann ausradiere. Und wenn da Farbe drüber ist, lässt sich das nicht mehr ausradieren. Jetzt ziehe ich das halt ein bisschen von rechts nach links, damit das auch so ein bisschen so einen Effekt hat von dem Runden. Und jetzt so ein bisschen Schatten. Da musst du jetzt auch aufpassen. Also ich habe der Hut ist ja noch nass. Wenn du da jetzt mit dem Pinsel rangehst, verläuft alles. Also ich habe das jetzt trocknen lassen und habe oben links, siehst du diese helle Stelle am Hut, dann habe ich einfach ein Taschentuch genommen und habe so, du siehst, es ist genau wie die Größe von meinem Finger und habe einfach so einen Lichteinfall da rein gemacht. Jetzt nehme ich einfach nur ein normales Braun und mal die Äste ein bisschen nach. Und jetzt die Nase, dann nehme ich ein Orange und dann machst du einfach ein spitzes Dreieck. Und da musst du zusehen, dass die Spitze wirklich ganz spitz ist. Ich meine, eine Karotte, die kann auch anders aussehen. Also die kannst du machen, wie du willst. Und jetzt die Augen, die kannst du auch mit einem Feinliner reinmalen. Musst du keine Wasserfarbe nehmen. Jetzt machen wir noch die Kohle rein. Da musst du auch nicht so genau sein. Und da kannst du auch wie bei den Bären so ein bisschen so einen hellen, so eine Spiegelung drin lassen. Und jetzt noch ein bisschen am Boden, dann nimmst du das gleiche Grau mit dem Blau vermischt mit ganz viel Wasser. Und jetzt ist das alles getrocknet. Dann mache ich jetzt unter den Hut noch so ein bisschen Schatten ins Gesicht und von der Seite und mal das nochmal nach. Also du kannst da einige Lagen drüber machen, dann das sieht dann mit jeder Lage sieht das besser aus. Und da die Kohle noch ein bisschen Schatten. Jetzt hänge ich dem noch so eine Weihnachtskugel dran an die Äste. Da habe ich eine Aquarellfarbe in Gold. Das ist eine wirklich, da musst du mal gucken, die gibt es überall. Die gibt es auch bei Action, diese Metallic-Farben. Und jetzt nehme ich einen Feinliner, also da traue ich mich jetzt auch nicht mit dem Pinsel das zu machen, weil das wirklich ganz, ganz fein die Aufhängung.
Ich radiere das jetzt aus, diese Bleistiftvorzeichnung. Ich habe das jetzt alles ausradiert und mache ihm da jetzt noch so kleine Linien rein in die Karotte. So, und das war's. Ich zeige jetzt gleich die beiden Karten nochmal. Also das waren jetzt 30 Minuten vielleicht, da hast du 2 Karten gemalt. Und wenn du das ein bisschen übst, dann kannst du deine eigenen Weihnachtskarten malen. Wer das nicht möchte oder nicht kann, ich verkaufe die auch. Also die sind momentan bei Bürofachhandel Hacke in Büdingen zu erwerben. Ich nehme dafür die Karte 4 Euro. Man kann die auch bei mir bestellen. Ich würde die dann auch verschicken. Natürlich mit Versand dann. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und guckt mal auf meinem Kanal. Da habe ich noch ein paar Weihnachtskarten und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und vielleicht auch abonniert. Danke euch, tschüss und schöne Weihnachten.